Hallo, ich freue mich, hier Jean begrüßen zu können. Und da er im deutschsprachigen Bereich noch nicht so bekannt ist, möchte ich ihn gerne vorstellen. Jean, der hat ein PhD und eine Heilpraxis in Thousand Oaks, Kalifornien und zieht eine Reihe von Kunden für Energieheilung und schamanischen Praktiken. Darüber hinaus unterrichtet er viele online als auch direkt in Personenseminare, die sich auf die Integration von Wissenschaft, Spiritualität und Heilung konzentrieren. Jean reist sowohl in den Vereinigten Staaten als auch international und moderiert Heilsitzungen und Workshops, insbesondere rund um die arcturianische Heilmethode, eine Modalität, die er als Synthese seiner Heilstudien geschaffen hat. Jean erhielt ein BA von Stanford in Human Biologie und Philosophie. Er ist auch Religionswissenschaftler und wurde formell als Neurobiologe in Yale ausgebildet, wo er über eine grundlegende Mechanismen der Gehirnentwicklung promovierte, gefolgt von einem Postdoktorandum-Stipendium über die Auswirkungen von Ultraschall auf das Gehirn und der Entwicklung der Großgehirnrinde. Nach seinem Postdoktoranden-Stipendium beschloss Jean, in die Rolle eines Heilungsvermittlers zu schlüpfen und direkt mit Menschen zu arbeiten. Die meisten seiner Arbeiten konzentrieren sich auf die Verwendung subtiler Energie und den subtilen Energiekörpern, seine Kanäle, Meridiane und Energiezentren auszurichten, um das Gleichgewicht und die Harmonie wiederherzustellen, damit Heilung eintreten kann, sei es körperlich, emotional, mental oder spirituell. Jean sieht sich selbst nicht als Heiler, sondern einfach als Teil der Verbundenheit, die entsteht, wenn Moderator, Klient und Quelle, Liebe-Gott interagieren, um Heilung hervorzubringen. Er sieht seine Lehrverpflichtungen und Seminare als Erweiterung dieser Interaktion, die auf mehreren Dimensionen stattfindet, um allen Beteiligten Ganzheit, Verständnis und Entwicklung zu bringen. Das ist sehr viel, wie man sehen kann, und ich freue mich wirklich, dass er die Zeit gefunden hat, für uns da zu sein. Ich möchte Jean eine Frage stellen, und die erste Frage ist, how did you start your healing trade? Also wie bist du angefangen, Heiler zu werden? Yes, thanks so much, Isma, and welcome everyone. Er sagt Danke und willkommen für die Zuhörer. Yes, I think I started by studying a book called A Course in Miracles when I was in college. Begann das Buch Ein Kurs in Wunder zu studieren, als er im College war. And that helped me to start seeing an internal reality that was beyond this physical world. Das half ihm, eine interne Realität zu sehen, die nicht im Äußeren existiert. I was still studying the academic track during that time, but in the same time, I was also doing internal spiritual work. Er hat in der Zeit nicht nur die interne Arbeit gemacht durch das Buch, sondern auch noch gleichzeitig studiert, ein richtiges Studium absolviert. That process, working internally, lasted for about 10 years. Dieser interne Prozess dauerte so ungefähr 10 Jahre. And then about that time, I started my work as in PhD for neurobiology. Und in der Zeit fing er auch an, seine Arbeit für den Doktortitel in Neurobiologie sich zu widmen. During that time, I was focused primarily on the science for the next 10 years. Er war eigentlich in der Zeit fokussiert, für die nächsten 10 Jahre sich auf die Wissenschaft zu konzentrieren. Then after that, I believe my soul was giving me a chance to then enter into the healing field. Und er hat das Gefühl, dass seine Seele ihm dann den Weg geöffnet hat, in die Arbeit eines Heilers zu gehen. And I was able to start studying with
different energy healers while I was still doing my postdoctoral fellowship. Und während er seine Postdoc-Arbeit gemacht hat, hat er mit verschiedenen Energieheilern eine Ausbildung angefangen. That's pretty much how it started. That's really amazing. Das ist unglaublich. Also seine Geschichte fand ich immer schon unglaublich. But how did you start the Arcturian Healing? Aber wie bist du zu der arcturianischen Heilung gekommen? During that time when I was studying with various energy healers, one of the modalities I studied was the reconnection by Eric Pearl. Es kam, als er, sorry, the last name, Eric, what? Eric Pearl. Als er mit Eric Pearl studiert hatte, und das war eine Energieheilungstraining, da kam er an die Arcturianer. This modality was connected to the Pleiadians. Und eigentlich war diese Modality, die er damals studiert hatte, war verbunden mit den Plejadern. And had a process called the reconnection, which was a 2-session DNA activation. Und er hatte da eine Session bekommen, das bedeutete, dass man sich wieder durch die DNA sich wieder anschließt an etwas anderem. When I did that process, it opened up my consciousness to more interdimensional thinking. Durch diese Session hatte sich sein Bewusstsein erweitert in ein größeres, expandiertes Feld. And that allowed me to continue to study and also have direct experiences of interdimensional beings, such as the Arcturians. Und dadurch hat er immer mehr sich mehr verbinden können mit interdimensionalen Wesen. I also went on to read the book, The Keys of Enoch, the Book of Knowledge by J.J. Hertog. Ein wichtiges Buch für ihn war auch Die Schlüssel des Enochs, glaube ich, von J.J. Hertog. And that also expanded my consciousness. Und das ebenso erweiterte sein Bewusstsein. Then I also did some trainings with Stephen Greer, who has developed protocols to contact extraterrestrial beings at sacred sites. Er hat auch gearbeitet mit Stephen Greer, den manche ja kennen. Das ist ja ein Mann, der versucht, Menschen zu helfen, auf bestimmten Plätzen der Erde in Kontakt zu kommen mit Außerirdischen. And I did 3 trainings, 2 at Mount Shasta and 1 in Joshua Tree, both in California. Und er hat mit Dr. Stephen Greer 2 Training in Mount Shasta gemacht und ein Training in, what was the last one? Yosemite? Joshua Tree. Joshua Tree und in Joshua Tree. Yes, and then finally I did a 3-year shamanic training with the Foundation for Shamanic Studies, started by Michael Harner. Und dann danach hat er bei Michael Harner ein 3-jähriges schamanisches Studium absolviert. So these were all various activations and trainings that allowed me to open my consciousness to finally make a conscious link with the Arcturians. Diese ganzen Trainings und die ganze Arbeit, die er dort investiert hat, hat ihm dann geholfen, mit den Arcturianern Kontakt zu erstellen. And I use primarily shamanic journeying to contact the Arcturians and receive the information and downloads for the various levels in the Arcturian Healing method. Und er benutzt meistens schamanische Reisetechniken, um in Kontakt mit den Arcturianern zu bekommen und dann diese Frequenzen runterzuladen. This is how the Arcturian Healing method was established. Und so wurde die Arcturian Healing Methode erschaffen. Und what do you think can the Arcturian Healing method bring in this time on the planet? Ich frage ihn jetzt noch, was könnte die arcturianische Healing-Methode in dieser Zeit für uns Menschen bringen und für den ganzen Planeten?
Yes, I think more and more people are becoming sensitive to subtle energies. Jean denkt, dass die Menschen immer feinfühliger werden für subtile Energien. More people are open to interdimensional contact as well as spiritual realities. Und mehr Menschen werden offener für verschiedene spirituellen Realitäten, als auch um einen interdimensionalen Kontakt mit anderen Wesen zu haben. And the Arcturians are a bit like brothers or sisters who exist in the spiritual world, who are just waiting for us to acknowledge the connection. Jean meint, dass die Arcturianer so etwas wie Schwestern und Brüder für uns sind, die eigentlich nur darauf warten, dass wir uns mit ihnen verbinden, dass wir wissen, dass sie da sind. And then they can assist us to help raise the consciousness and frequency of ourselves and any environment that we're in. Und die Arcturianer helfen uns gerne, unsere eigenen Frequenzen höher zu bringen, als auch die Umgebung, in der wir leben und der ganze Planet. It's a bit like maybe we know someone who's very positive, like a friend who's always very positive. Wir könnten die Arcturianer in einer Hinsicht sehen als ein sehr positiver Freund, der immer gerne uns zur Seite steht. So basically like a friend which is always at our side, a very friendly friend. Yeah, it's like if you know this human friend, whenever they're around, they tend to, because of their state of consciousness, they tend to calm people down or raise the positivity in the space. Jean sagte gerade, es ist sowas wie ein Freund, vielleicht haben einige von euch einen Freund, wenn ihr mit dem zusammen seid und die Stimmung schlecht ist, dann fühlt ihr euch besser, dann fühlt ihr euch friedvoller, ihr fühlt euch ausgeglichener und ihr habt eine bessere Vorausschau auf die Dinge, die da zu euch kommen. Yes, this would be the same with the Arcturians, except they don't have a physical body. Das ist ungefähr dasselbe mit den Arcturianern, nur dass sie keinen physikalischen Körper haben. And shall I share my story, how I came to you? Oh, sure. And you know the story, right? Yeah. I'm good. Ich werde jetzt meine Geschichte erzählen, wie ich zu Jean kam und wie ich die Arcturianer dadurch kennengelernt habe. Und das war, glaube ich, 2021 oder 20, ich weiß es auch nicht mehr. Ich wollte kochen und war irgendwie gelangweilt. Ich wollte irgendwas hören, um mich zu stimulieren. So bin ich an den Computer gegangen und habe nichts gefunden. Aber auf einer Webseite sah ich, dass die verschiedene Sprecher hatten. Und da habe ich so runtergescrollt und dann sah ich Jean an, ein Chinese, PhD in Neurobiologie, was mich sowieso immer interessiert, und Arcturianer. Da habe ich gedacht, ich muss das hören. Und so fing ich an zu hören. Und ich mochte gleich seine Stimme und wie freundlich und ruhig er sprach. Und dann sagte er, jetzt kommt eine Transmission. Und ich hörte nichts. Da war nichts. Und dann dachte ich, oh, vielleicht ist der Laptop kaputt, vielleicht ist Internet nicht richtig. Aber ich spürte was. Und dann dachte ich, komisch, ich spüre was, aber ich höre nichts. Und dann sprach Jean auch schon wieder weiter. Und ich musste draußen in den Garten gehen, um Kräuter zu holen für das Essen. Da passierte dasselbe. Ich hatte Kopfhörer auf und da passierte dasselbe. Die nächste Transmission kam und ich hörte nichts. Aber ich spürte was. Aber vor meinem inneren Auge sah ich 3 Arcturianer, die mich so, es schien so, als wenn die mich anlächelten. Und da wusste ich, da ist irgendwas dahinter. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe dann so ein kleines Paket von ihm gekauft, weil ich wollte nur wirklich wissen, was das alles ist. Und ich habe es nie bereut und inzwischen habe ich auch schon Arcturian Healing 3 gemacht. So, that was my story, the story that you knew. What about if you would do a little bit, show maybe a transmission? Sure. Yes, we'll use some of the Arcturian wealth frequencies. Yes. And the Arcturian wealth frequencies, just to give people an idea, are a number of frequencies for abundance, balance, and prosperity. Jean wird jetzt eine kurze Transmission machen. Also nicht vergessen, ihr werdet nichts hören.
sondern einfach nur fühlen. Und er macht jetzt eine Wohlstandstransmission für eine kurze Zeit, die uns helfen wird, mehr mehr balanciert zu sein und inneren Frieden zu haben und den Wohlstand damit dann auch wirklich zulassen zu können. Okay, so people can just relax and just receive and just notice what you feel. Und jetzt ist es eure Zeit, einfach nur zu relaxen und einfach nur zu spüren. So we're starting the Arcturian wealth frequency. Wir fangen nun an mit der Arcturian Frequency. And if you have any specific intention to increase your abundance or prosperity, you can set that now. Und wenn du irgendeine Intention hast, deine Fülle, deinen Wohlstand zu vermehren in allen Bereichen, dann kannst du jetzt deine Absicht kundtun. Or you can just let it go wherever it needs to. Oder egal, wo es hingehen sollte. While the energies or frequencies are coming into your field, I'm usually silent. Und während diese Frequencies jetzt in dein Feld kommen, ist Jean ruhig. Then after a few minutes, when we change to a new frequency, you'll hear me call that out. Und wenn wir in eine andere Frequency gehen, dann wird Jean Bescheid sagen. Continuing to channel the Arcturian wealth frequency. Jetzt wird die Arcturian Wohlstandsfrequency gechannelt. And now we're shifting to the Arcturian gemstone frequency. Und jetzt kommt die Arcturian Heilstein Frequency. This frequency puts us in resonance with gemstones such as diamonds, sapphires, emeralds. Und diese Frequency bringt uns in Zusammenhang mit Diamanten, mit Saphiren und all diesen Edelsteinen. Opals and rubies. Opalen, Rubine. This is then also increasing our frequencies of prosperity and abundance in our energy field. Und das kann uns helfen, in unserem Energiefeld noch mehr Wohlstandsenergie aufnehmen zu können und auszustrahlen.
Continue to channel the Arcturian gemstone frequency. Jean channelt noch immer die Arcturian Heilstein und Edelstein Frequency. Finally, we're channeling the Arcturian peace of mind frequency. Und jetzt channelt Jean die Arcturian Frequency, damit der Geist ruhig ist, damit wir den inneren Ruhe finden können. This allows us to have a sense of contentment and peace. Dies erlaubt uns, Frieden in uns zu fühlen und Geborgenheit zu fühlen. It also increases intelligence and creativity. Es hilft auch, die Intelligenz und die Kreativität weiter zu fördern. Continue to channel a few more minutes of the Arcturian peace of mind frequency. Und Jean wird noch ein wenig den inneren Frieden Frequency channeln. And that completes the exposure to the Arcturian wealth frequency. Und das war ein wunderschöner Test, wie die Arcturian Frequencies arbeiten.
Ich habe es überall am Kopf gespürt und innen drin und ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen wie mir. Thank you, Jean. That was amazing. Oh, really? Yeah. As usually. Great, great. So, where do we go from here? Yes, I think maybe we can talk about the current things in the spiritual realities in the world and how people are coping with the new energies that are hitting the planet. Ich hatte ihn gefragt, was können wir jetzt weiter besprechen? Und Jean meinte, wir könnten darüber sprechen, wie Menschen jetzt, die ja den neuen Energien immer mehr ausgesetzt sind, wie sie damit umgehen können. Und also what could help, right? Yes. Good. I was translating. Yes. So what do you think? Yeah, recently I usually hold a retreat at Mount Shasta every year, and we just had one in this past August. Jean hält öfters Seminare in Mount Shasta für ein paar Tage, also so ein Retreat. And we had even more sightings of the interdimensional beings in the night sky. Und er hat dort noch mehr Sichtungen gehabt von interdimensionalen Wesen als normal. And all the people in the retreat, about 37 people, saw these different kind of undeniable phenomena. Wow. Und mehr als 37 Leute, die in seiner Gruppe waren, haben auch diese Sichtungen auch gesehen. So I think we're coming to a state of consciousness around the world where we realize that we're not alone, that there are other consciousness and beings who may be non-physical but affect our physical world. Also Jean meint, dass wir immer wieder, da sich unser Bewusstsein verändert, dass wir immer mehr in die Richtung gehen, dass da noch mehr gibt als nur Menschen, eben auch andere interdimensionale Wesen. Many masters and spiritual adepts who are able to have either clairvoyance or go out of body have said there are higher sort of extraterrestrial beings or interdimensional beings who are assisting planet Earth, but from the sort of behind the scenes. Viele spirituelle Meister haben in einer inneren Schau als auch vielleicht in Person es mitbekommen, dass da viele Wesen sind, intergalaktische Wesen, die uns sehr freundlich gestimmt sind. Ich erinnere jetzt mal daran, was Jean gemeint hatte mit den Arcturianern, dass es wie unsere Brüder und Schwestern sind, die einfach nur uns helfen wollen, dass dieser Planet sich zu einem anderen, positiven, wunderbaren Planet verwandelt. I think I now was putting more. the Arcturians in there, I was referring to it. Oh, yeah. And now more and more people are having their own direct perceptions of this phenomena and reality of these higher beings or extraterrestrial beings who are helping the planet. Und mehr Menschen können spüren und fühlen das in der inneren Schau oder vielleicht auch manchmal am Nachthimmel, so wie dort im Mount Shasta, dass diese Wesen existieren. The dilemma for most of the higher beings in helping the planet is that it's actually easier if they're not known publicly. Für diese hochentwickelten Wesen, die uns helfen wollen, ist es sehr oft einfacher, wenn wir es nicht wissen, dass sie dort sind, dass sie helfen. Because mostly they work by changing the quality of the consciousness of humanity or certain areas. Sie versuchen uns zu helfen, indem sie unser Bewusstsein verändern, der Menschheit als auch in bestimmten Plätzen auf der Erde. But of course, they have to be careful of not imposing their will on people. Jedoch müssen sie sehr darauf aufpassen, dass sie nicht weil wir ja alle freien Willen haben, dass sie nicht gegen das Gesetz des freien Willens arbeiten. So it's very similar to if you had a teenage child who's trying to learn how to
live in the world. You can't do everything for them. Es ist ein bisschen so wie mit einem Teenager. Du kannst nicht alles für den Teenager machen, weil dieser Teenager ja auch eben lernen muss. But also you don't want them to do anything that might endanger their overall safety. Auf der anderen Weise willst du allerdings auch aufpassen, dass dieser Teenager nicht in eine Richtung geht, die gefährlich ist. So for the most part, they've stayed in the background, just helping, only intervening when maybe there's been a possible major crisis. Also im Allgemeinen stehen sie mehr zurück, beobachten das Ganze, versuchen das Bewusstsein zu verändern der Menschen und greifen nur ein, wenn es zu gefährlich wird. Ich vergleiche es mal mit einem Kleinkind. Jede Mutter nimmt die Hand weg, von dem Kind weg, wenn das Kind ins Feuer fasst, ungefähr in der Art und Weise. That means basically like you would do with a toddler. If the toddler tries to touch fire, you would take the toddler from the fire away. Yeah, something like this. And but now since our frequency and consciousness of humanity has been raising overall, and many people are now here to also help serve the planet. That's why maybe these sightings are much more evident. They want themselves to be known so that people will consciously make the connection to them. Und da sich die Welt ja in ihren Schwingungen immer weiter verändert und das Bewusstsein sich verändert, deshalb passiert es auch, dass mehr und mehr Menschen mit diesen Wesen Kontakt aufnehmen. And I have to add something to that. You see, when I started with Arcturian Healing method, there were two people in Glastonbury, me and my friend. And now suddenly people are talking about it, not about Arcturian Healing method, but everyone is saying something about Arcturians. So I think it has something to do with the work that we did. Ich kann erzählen von Glastonbury, als ich mit der Arcturian Heilung angefangen hatte, waren wir nur zwei, meine Freundin und ich. Und wir haben mit diesen arcturianischen Heilfrequenzen gearbeitet. Und jetzt auf einmal in Glastonbury so viele Leute, die über Arcturianer sprechen. Also es bewegt sich tatsächlich etwas. It's because ultimately, I think what we're trying to change is not any one physical reality, but it's really our quality of consciousness. Jean meint, es ist nicht so, dass wir unsere physische Realität verändern, sondern unsere innere, das heißt unser Bewusstsein verändern. Because these beings, they're not physical per se, but they've already evolved maybe beyond having to take a physical incarnation. Und viele von diesen Wesen haben sich so weit entwickelt, dass sie keine körperliche Existenz haben müssen, sondern dass sie they live as a light body, or how would you say that? Yes, light body, or live in a vibrational reality. Die leben also in einem Lichtkörper, in einer weitaus höheren Frequency und Realität. But they realize the importance of consciousness and the quality or refinement of consciousness, because this will survive forever. Und die wissen ganz genau, dass das wichtigste Bewusstsein ist und die Evolution des Bewusstseins und das immer feiner und feiner werden zu lassen, weil das Einzige ist, was dann ewiglich weiterlebt. So if one still has a lot of anger or fear in their consciousness, whether you have a physical body or not, you'll still have this anger and fear until it's vibrated to another level. Und Jean sagt gerade, es ist eigentlich egal, ob es im Körper oder ohne Körper ist. Wenn du noch viel Wut, Angst und Hass und diese negativen Emotionen hast, das wirst du auch selbst dann haben, wenn du keinen Körper mehr hast. Und das wirst du so lange haben, bis du das aufgelöst hast und anders schwingst. Yeah, so this connection to these higher beings, maybe we call them advanced extraterrestrial beings, is ultimately helping us to refine our state of consciousness and to see our interconnection and our ultimate
unconditional love, which is the basis of who we are. Und Jean meint, dass diese Wesen, diese hochentwickelten Wesen, dass die uns helfen können, unser Bewusstsein zu erweitern und immer mehr wirklich das zu werden, was wir wirklich sind und somit auch die Angst und diese negativen Anhaftungen, die wir in uns drin haben, zu verlieren, um zu erkennen, dass eigentlich alles nur Liebe ist. Also, the byproduct of that is since our physical reality reflects our state of consciousness and the level of vibration, our physical reality also begins to improve when our state of consciousness also improves. Unsere körperliche Realität wird dann natürlich sich auch ganz und gar verbessern und verändern, wenn unser Bewusstsein sich dementsprechend verändert hat. Wenn unser Bewusstsein immer mehr Licht und Liebe wird und immer höher schwingt, verändert sich auch unsere körperliche Realität. So if you make a connection with the Arcturians or other higher dimensional beings, angelic beings, overall, I believe that this is raising our quality of consciousness because we go into resonance with their advanced consciousness. Und Jean meint noch, wenn wir also in Kontakt treten mit Arcturianern oder anderen sehr hochentwickelten Wesen, so auch Engeln, wir gehen in eine Resonanz mit denen. Und durch diese Resonanz fangen wir an, uns zu verwandeln. Yeah, I think that's the overall message. That's fantastic. Thank you. Ich danke dir, Jean. Das ist wie immer wunderbar mit dir. But you also have a nice thing where people can go after the show, right? Sie hat etwas vorbereitet für euch und dafür müsst ihr nachher auf seine Seite gehen. And what did you prepare for us? Yes, if you like the sample of the wealth frequencies, we have a much longer 50-minute healing session using total is 9 Arcturian wealth frequencies that will bring abundance, prosperity, and peace of mind. Also Jean hat eine Transmission gemacht, die über eine Stunde geht. Das war also nicht so kurz wie diese Schnupper-Transmission, die geht viel länger und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das umwerfend ist manchmal. Manchmal ist man ganz ruhig nur und schläft und manchmal ist das, dass du Bilder siehst und ganz viel abgeht, aber es ist immer sehr kraftvoll und sehr gut. Er hat es genannt, die Arcturian Wohlstand und innerer Frieden Transmission und wie gesagt, die geht ungefähr eine Stunde und die wird erhältlich sein auf seiner eigenen Seite hier in der Konferenz der Menschen. Und falls ihr diese Sendung nicht komplett hören konntet oder ihr möchtet sie nochmal hören, dann gibt es etwas ganz Gutes. Ihr könnt nämlich für 10 € im Monat könnt ihr alle Sendungen wieder hören von allen Teilnehmern und für einen bisschen höheren Beitrag ein ganzes Jahr. Thank you so much, Jean, for being there. And yes, ich danke, dass ihr alle zugehört habt und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Jean. Ihr werdet, falls ihr ihn noch weiter kennenlernen werdet ihr sehen, was das für ein Geschenk für diese Welt ist. And I said, if the German-speaking listeners will maybe get to know you more in the future, they will see what wealth of information and gifts, so many gifts you offer just by your presence. So thank you, Jean. Thanks so much, Isma, and thank you, everyone. I hope that this benefited you in many different ways. Und Jean sagt, er hofft, dass es euch geholfen hat in vielen Möglichkeiten und er sagt Dankeschön und auf Wiedersehen. Thank you.